Ui, schaut mal Leute, was gerade angekommen ist. Eigentlich war ich gerade dabei, das Pixel Watch Review Video fertig zu machen. Auf einmal klingelt es an der Tür. Ich habe dieses Paket eigentlich für Montag erwartet. Aber wartet mal, beschwere ich mich gerade? Möchte ich mich echt beschweren? Nein, definitiv nicht. Ich freue mich einen Keks und ich möchte, dass ihr daran teilhabt. Also auf geht's zum Unboxing. Viel Spaß und let's go! Als erstes packen wir das Galaxy S23 Ultra aus und als zweites machen wir einen Farbvergleich. Das hier ist die Cream-Farbe und das hier ist die Beige-Farbe und da gucken wir mal, wie sich die beiden Farben verhalten. Hier haben wir noch ein helles in Richtung Cream gehendes Armband und hier Polarstern beim Gehäuse. Ran an die Verpackung. Erster Schnitt und zweiter Schnitt, Siegel durchtrennt. Deckel angehoben, Pappkarton mit Zubehör. Da befindet sich wie immer Papierzeugs, das SIM-Eject-Tool sowie ein Ladekabel Typ C auf C. Und so sieht der gesamte Lieferinhalt aus. Der S-Pen ist natürlich im Gerät drinnen. Kommen wir endlich zum S23 Ultra. Den unteren Teil der Verpackung legen wir beiseite. Auf dem Ultra liegt eine Pappfolie, die leicht klebt. Weg damit. Ich entferne noch schnell den kleinen Sticker und dann können wir uns diese geniale Farbe in Ruhe und voller Pracht ansehen. Okay, ich denke, das dürfte als ersten Eindruck reichen. Entfernen wir die Frontfolie und jetzt bitte absolute Stille. Yes, schönes Geräusch. Jetzt sehen wir das Galaxy S23 Ultra neben dem Z Fold 4. Lasst uns mit der Rahmenfarbe beginnen. Die Rahmenfarbe ist ganz leicht unterschiedlich. Die Rückseite ist da schon eher unterschiedlich. Das hier ist beige, das hier Cream. Und wir sehen deutlich, wie viel dunkler das Fold 4 ist. Lasst es auf euch wirken. Beide Farben gefallen mir extrem gut. Ich liebe einfach dieses Beige. Aber ich werde auch das Cream lieben, das weiß ich jetzt schon. Schöne matte Rückseite bei beiden Geräten. Google, guckst du zu? Guck mal hier, matte Rückseiten. Nehmt euch bitte mal ein Beispiel. Jetzt nochmal aus leicht veränderter Perspektive. Das Cream geht schon stark ins Weiße, aber sieht einfach nur klasse aus. Okay, wie sieht es mit dem Pixel 7 Pro aus? Hier vergleichen wir lediglich die Rahmen. Und wir sehen auf Anhieb, dass das Pixel 7 Pro mehr ins Gelb-Golde geht und das S23 Ultra mehr ins Champagner-Golde. Also wirklich ganz leichtes Gold nur. Auch wieder aus verschiedenen Perspektiven. Jetzt die Pixel Watch. Oh mein Gott, das kommt extrem nah dran. Als wäre dieses Armband für dieses Handy mit dieser Rückseite gemacht worden. Sieht super aus. Schöne Kombination. Zu guter Letzt noch die Apple Watch mit dem Aluminiumgehäuse Polarstern. Seht mal, der helle Bereich, also dort wo das Licht hinscheint, da gleichen sich die Farben ziemlich. Ansonsten ist der Rahmen bzw. die Farbe dunkler. Genug zum Farbvergleich. Ich denke, jetzt könnt ihr euch ein Bild dazu machen, wie diese Farbe aussieht bzw. wirkt. Und ich finde, dass ich wieder alles richtig mit dieser Farbwahl gemacht habe. Das ist meiner Meinung nach die beste neue Farbe. Oh, und jetzt klopft es. Bis dahin, macht es gut und tschüss.